Erstens, wir wollen mitbestimmen. Und jetzt kommt der zweite, wir können ohne euch. The waiting for permissions from Washington and Brussels is over. Es geht also hier auch wirklich ganz konkret bei denen ums Ende der alten Weltordnung. Also für uns wird zukünftig Dauerengpässe bei der Rohstoffversorgung die neue Normalität werden. Die BRICS sind der iPhone-Moment für die internationale Weltordnung. Eine koordinierte BRICS-Politik hat unmittelbare Auswirkungen auf jeden seine eigenen Geldanlagen. Ja, wir erleben einen historischen Machtwechsel mit einem Währungs- und Rohstoffkrieg. Und zwar, wir sprechen heute über das Thema BRICS, was in den herkömmlichen Medien kaum Einklang findet, beziehungsweise wir kaum etwas darüber hören. Und auch gar nicht so viel in alternativen Medien. Wir haben gerade noch darüber gesprochen, aber deswegen wir das heute thematisieren, denn da ist einiges im Busch und es passiert einiges im Hintergrund. Und ich freue mich sehr, dass wir da den Ex-Top-Investmentbanker Jürgen Wechsler heute mit dabei haben. Er hat 15 Jahre circa gearbeitet als Investmentbanker und gibt ja heute Know-how weiter, beschäftigt sich jeden Tag mit dem Thema gelbe Finanzen und sehr, sehr viele und die meisten, die ja regelmäßig bei uns anschauen, kennen ihn natürlich. Jürgen, schön, dass du heute dabei bist. Ja, herzlichen Dank, Thorsten. Ich freue mich auch wieder hier zu sein, dass wir spannende Themen austauschen können und Einblicke auch gewähren können, die vielleicht viele gar nicht mitbekommen haben. Genau, was ist denn nämlich dieses BRICS eigentlich? Erstmal so, damit wir alle auf demselben Stand sind. Wie gesagt, in den westlichen Medien wird es eher seltener erwähnt. Ja, ist es nur ein Debattierclub von so ein paar unbedeutenden Staaten oder steckt da eigentlich viel mehr dahinter? Ja, die BRICS-Staaten sind im Prinzip eine Vereinigung aufstrebender Volkswirtschaften, kann man sagen. Die Abkürzung BRICS steht so für die Anfangsbuchstaben der 5 Staaten: Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Und ursprünglich wurde der Begriff BRIC geprägt von Jim O'Neill. Das war der damalige Chefvolkswirt der Großbank Goldman Sachs. Erstmals 2001 eben. Damals ist die Dotcom-Blase geplatzt gewesen. Und da hat er sich überlegt, was ist die nächste Wachstumsstory nach den Internetaktien. Und dann kamen diese Schwellenländer, damals eben noch sehr stark Schwellenländer, sollten dann eben auf einen längeren Zeitraum Zuwachsraten, Wirtschaftsleistungen von 5–10% haben. Und irgendwann haben die Staaten gesagt, hey, die Leute schreiben ständig über uns, überall Analysen, irgendwas haben wir gemeinsam. Und da haben sie sich 2009 das erste Mal getroffen und seitdem machen sie auch jährliche Gipfeltreffen. Und in 2010 haben sie dann entsprechende Einladung geschickt an Südafrika, die dann auch erstes Mal in 2011 teilgenommen haben. Und seitdem sind es die BRICS, vertreten mittlerweile etwa 40% der Weltbevölkerung. Knapp über 3 Milliarden Menschen leben da in den BRICS-Staaten, über 30% der weltweiten Wirtschaftsleistung. Und Tendenz steigen ja bei diesen. Und dann ist lange Zeit übrigens nichts passiert. Und zum 1. Januar 2024 hat sich dann das BRICS-Bündnis erweitert um Ägypten, Äthiopien, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate plus Saudi-Arabien. Die haben eine Sonderstellung, die sind eingeladen, haben aber noch nicht offiziell zugesagt, nehmen aber trotzdem bei den Sitzungen teil. Also eine ganz spezifische Konstellation. Und zum 1. Januar 2025 ist noch Indonesien dazugekommen. Und die neuen Beitrittsstaaten, die wurden auch, kann man sagen, nach strategisch interessanten Gesichtspunkten ausgewählt. Vom Rohstoffreichtum bis zur Kontrolle internationaler Verkehrswege und auch eben Technologie, die bei sich haben. Und wenn man dann jetzt auch anschaut, die Kategorie, die es noch gibt, die Partnerländer bei den BRICS, dann wird dieser Block repräsentiert über 50% der Weltbevölkerung und mehr als 40% der weltweiten Wirtschaftsleistung. Und das ist noch nicht alles, weil mehr als 50 Staaten haben Interesse insgesamt auch schon an einer BRICS-Mitgliedschaft geäußert. Ja, und das sind schon klangvolle Namen dort mit dabei, die man nicht unterschätzen sollte. Auch Indonesien zum Beispiel, ein sehr, sehr wachstumsstarkes Land, was wir sicherlich zukünftig auch noch viel, viel mehr hören werden und sehr, sehr rohstoffreiche Länder. Ja, also vielleicht mal zusammengefasst auch, wo siehst du denn die grundsätzlichen Ziele der BRICS? Und wir sind ja dabei, dass die Welt sich quasi selber eine neue Weltordnung schafft und BRICS da anscheinend ja auch partizipieren möchte. Was siehst du hier kommen? Ja, also ihr Ziel ist auf alle Fälle schon mal diese multipolare Weltordnung, dass nicht wie bisher die USA über alles bestimmt, auch in den Organisationen, in den Institutionen, im Militär, sondern die möchten es auf viele Schultern verteilt haben, dass also mehr Länder gehört werden, dass hier mehr Länder Einfluss haben, dass die Verantwortung auch weltweit verteilt wird. Und dazu haben sie als Ziel eben auch die Stärkung ihrer eigenen nationalen Währungen, was, wenn man es anders übersetzt, heißt eine Entdollarisierung der Wirtschaft. Ja? Also die wollen mehr mit ihren eigenen Währungen handeln.
und eine Unabhängigkeit von der westlichen Finanzstruktur erreichen, von der Infrastruktur. Warum? Nun, diese Länder haben gesehen, mit Beginn des Ukraine-Konfliktes wurden über 300 Milliarden Dollar Währungsreserven Russlands eingefroren international. Und dann haben die Staaten überlegt, oh, was ist es, wenn wir die Nächsten sind, die hier vielleicht nicht so genehm sind dem westlichen Finanzsystem. Und dann haben die sich entschlossen, eben, wir müssen unabhängig werden von Sanktionen entsprechend. Und dafür brauchen wir eine eigene dezentrale Finanzinfrastruktur, die eben nicht, oder die im Prinzip sanktionsresistent ist, dass da keiner ausgeschlossen werden kann. Und die wollten auch schon lange Zeit mehr Mitspracherecht haben in der internationalen Wirtschaftsstruktur. Also sei es Internationaler Währungsfonds oder Weltbank etc., weil da sind noch die Stimmrechte aus den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und dann haben diese Staaten gesagt, ja, wir sind viel mehr Leute mittlerweile, wir haben viel mehr Einfluss auf die Wirtschaftskraft weltweit. Wir würden das gerne auch ein bisschen wiedergespiegelt haben in unseren Stimmrechten, dass wir nicht nur Zuschauer sind, sondern dass wir eben auch mitwirken dürfen in den Ganzen. Und die westliche Wertegemeinschaft, die hier eben die hauptsächlichen Sitzanteile hat, haben gesagt, nein. Und dann haben die gesagt, okay, dann müssen wir unser eigenes Ding bauen. Und weiteres Ziel auch dieser Staaten ist Versorgungssicherheit. Versorgungssicherheit und damit auch Rohstoffkontrolle. Also das heißt über die Verkehrswege, wo sie Sicherheit haben wollen, aber genauso auch über die ganzen Rohstoffe. Und was ein ganz großes Ziel ist, auch unter diesen Ländern, gegenseitiger Respekt und Solidarität. Warum? Ganz unterschiedliche Religionen, ganz unterschiedliche Kulturen, aber mit einem gemeinsamen Ziel, mit der multipolaren Weltordnung und die Unabhängigkeit von dem westlichen System. Also sie wollen ein eigenes, sanktionssicheres Finanzsystem aufbauen und auch noch mit einer eigenen goldgedeckten Handelswährung, denn die US-Investmentbanken und der Internationale Währungsfonds, die bestimmen derzeit im westlichen Finanzsystem über das Wohl und Wehe von Währungen. Ob eine Währung gut lebt oder eine Währung stirbt. Ja, also da waren ganz viele unterschiedliche Dinge dort mit drin. Ich würde sagen, gehen wir mal auf den Bereich Rohstoffe ein, weil das ist ja auch, was die Welt und die Wirtschaft am Laufen hält. Und wenn es nicht so optimal läuft, dann gibt es größere Probleme. Und wir haben in BRICS sehr rohstoffreiche Länder dort mit dabei. Und wir haben auch schon sehr interessante Entwicklungen. Stichwort zum Beispiel seltene Erden mit China. Also was passiert da gerade im Rohstoffsektor? Und auch wie betrifft uns das in der EU und mit dem Euro? Ja, ganz genau. Also China hat einen Lieferstopp gemacht von seltenen Erden im Westen und auch eine Rationierung. Also seit Anfang April hat dann China den Export eben von 7 kritischen seltenen Erdmetallen hier blockiert. Und natürlich auch aus weiteren nachfolgenden Produkten. Und jede Lieferung, die benötigt jetzt mittlerweile eine Einzellizenz. Und diese Einzellizenz, die kann Wochen und Monate dauern, bis die im Prinzip dann ausgestellt ist. Und da sind teilweise dann auch schon diese Ausfuhren um mehr als die Hälfte eingebrochen gewesen. Wenn man sich jetzt einfach mal vorstellt, wenn so eine Versorgung abreißt, ja, von solchen seltenen Erden, dann stehen ganze Fertigungslinien still. Zulieferer verlieren Aufträge, Hunderttausende Arbeitsplätze geraten da unter Druck. Ja? Und selbst ein winziges Magnetplättchen kann dann ganze Milliarden Investitionen blockieren und auch ganze Regionen in Kurzarbeit schicken. Und China verarbeitet eben gut 85% aller seltenen Erden weltweit und liefert auch den Großteil der hochleistungsfähigen Neodym-Eisenbohrmagnete. Und wenn man sich jetzt dann vorstellt, so jede Ausfuhr, jeder Export, der stattfindet in China von diesen ganzen Dingen, braucht ein ganz großes Lizenzdossier. Antragspakete mit mehr als 100 Seiten. Und obwohl dann über 1000 Firmen exportberechtigt werden von diesen seltenen Erden, genehmigt dort in China ja, diese Anträge nur tröpfchenweise. Und die deutschen Hersteller haben eben einige Dinge, wie Neodym, Dysprosium und so, die sie ausschließlich nur aus China beziehen. Ja? Und im Prinzip kann man sagen, das ist auch ein Vorbote dann für die zukünftige Rohstoffversorgung, die wir jetzt erleben. Auch wenn wir jetzt sehen, zum Beispiel Vietnam ist noch beigetreten, den Partnerländern, die haben auch riesige seltene Erdenvorkommen. Haben wir jetzt auch wieder verloren als Westen den Zugang als weiteren. Also für uns wird zukünftig Dauerengpässe bei der Rohstoffversorgung die neue Normalität werden. Und wenn wir uns mal den Hintergrund anschauen, im Prinzip hat China hier einen jahrzehntelangen Monopolaufbau gemacht. Ja? Also China hat den Abbau massiv subventioniert und die Raffination der seltenen Erden im eigenen Land. Klar hat man dann gesagt, hohe Umweltbelastungen und auch Know-how eingekauft aus dem Ausland.
Aber mittlerweile hat China dann über 90% der globalen Verarbeitungskapazität da drin und ungefähr 70% der Förderung selbst unter chinesischer Kontrolle. Das heißt also, bei Rohstoffpreisen und Lieferketten, man muss uns das anschauen, eine koordinierte BRICS-Politik bei Energie und kritischen Metallen hat unmittelbare Auswirkungen bei uns wieder auf Inflation, Unternehmenskosten und damit natürlich auf jedem seine eigenen Geldanlagen. Ja, jetzt war aktuell ja auch die BRICS-Konferenz in Rio de Janeiro in Brasilien. Was waren hier die wesentlichen neuesten Entwicklungen und Erkenntnisse? Und was wird jetzt nun konkret geplant? Was wurde preisgegeben? Ja, also es war sehr spannend. Es wurde sehr wenig darüber berichtet in den Medien, obwohl die BRICS viel selbstbewusster aufgetreten sind. Und da waren 2 ganz wesentliche Botschaften mit dabei und die haben es richtig in sich. Erstens, wir wollen mitbestimmen. Und jetzt kommt der zweite, wir können ohne euch. Also die gehen ganz klar schon auf diese eigene Unabhängigkeit, so nach dem Motto, ihr könnt mitmachen, aber wir brauchen euch nicht unbedingt. Wir hatten auch schon ein paar organisatorische Besonderheiten und auch Abwesenheit von Staatschefs. Das Interessante war auch die Abschlusserklärung für dieses Meeting. Das ist schon am ersten Tag gemacht worden. Da war der zweite Tag noch gar nicht gemacht. Das zeigt aber auch, dass die viel Vorarbeit gemacht haben. Es haben eben auch große Staatschefs gefehlt, wie beim China zum Beispiel. Der Staatschef Xi ist nicht gekommen. Dafür ist der zweite Mann gekommen, der Ministerpräsident Li Qiang. Immer noch, muss ich sagen, sehr groß. Im Westen hat man gesagt, naja, das ist dann völlig uninteressant, wenn der Erste nicht kommt. Aber es wird so offiziell gesagt, naja, es kann sein, weil Brasilien nicht bei der Belt and Road Initiative, also der neuen Seidenstraße, mitmachen möchte bei China. Deswegen ist China beleidigt, deswegen sind sie nicht gekommen. Aber Brasilien hat gesagt, naja, die Seidenstraße, da ist ein riesen Pazifik dazwischen. Ja, das macht irgendwie keinen Sinn. Wir machen das lieber anders. Also ich gehe mal davon aus, dass es eher um Sicherheitsbedenken ging vom Staatspräsidenten, weil du weißt es ja auch in Brasilien, die Ausrüstung der Sicherheitsleute ist halt nicht so Hightech wie in anderen Ländern. Ja, da sind die ein bisschen rückständiger in Brasilien. Und das wussten die auch der iranische Präsident ist nicht gekommen aus Sicherheitsbedenken. Und Putin ist ja auch nicht gekommen aufgrund des internationalen Haftbefehls. Ja, also deswegen waren die nicht da, aber Putin hat sich noch zugeschaltet per Video immer. Da war er entsprechend da. Ja, also deswegen haben schon manche gesagt, na, es war ja uninteressant, aber die haben das ganz einfach vorbereitet. Die haben sauber vorher mit ihren Leuten gearbeitet, sodass das einfach dann nur noch eine gemeinsame Treffen war, aber dann mehr eben nicht. Aber es kamen klare Botschaften, also Aussagen, die waren richtig hammermäßig. Es geht also hier auch wirklich ganz konkret bei denen ums Ende der alten Weltordnung. Und Lula, der Präsident von Brasilien, der auch Gastgeber war in Rio, der hat dann auch gesagt, der US-Dollar, der soll im grenzüberschreitenden Handel zurückgedrängt werden. Das war natürlich ein Riesenaffront auch gegenüber den USA. Das hatte selbst Trump wahrgenommen. Und weil es ja dann gegen den Dollar geht, sagt ja immer Trump, dass die BRICS gegründet wurden, um dem Dollar zu schaden. Ja? Und hatte dann gleich 50% Zoll gemacht auf die brasilianischen Exporte. Und Lula hat dann über Trump gesagt, wir brauchen keinen Kaiser. We need no emperor. Und das war aber nicht das Einzige. Auch Modi beispielsweise aus Indien, der hat auch ein richtig knackige Sache gesagt. Es geht hier drum jetzt um das Ende der alten Weltordnung. Und die alten Institutionen sind wie ein Mobiltelefon mit einer SIM-Karte, aber ohne Netzwerk oder Internetzugang. Also im Prinzip hat er damit ausgedrückt, die BRICS sind der iPhone-Moment für die internationale Weltordnung. Also hier geschieht etwas komplett Neues, was die Leute noch nicht wissen. Es fängt klein an und wird dann aber sehr große Adaption erreichen. Und das nächste war dann noch das Thema Dekolonisierung, weil die alle noch behandelt werden wie alte Kolonien. Und die haben gesagt, sie wollen truly equal sein, also wirklich auf Augenhöhe das Ganze zukünftig haben. Und sie haben auch eingefordert, eine weitere Reform der globalen Institutionen, was sie schon bisher gemacht haben. IWF, Weltbank, US-Sicherheitsrat. Aber das haben sie bisher noch nie Zugeständnis bekommen, werden sie jetzt auch nicht. Ja. Und sie wollen langfristige Stabilität und Souveränität, also sie wollen eigene Entscheidungsmöglichkeiten.
Dann hat man natürlich auch noch über Infrastruktur gesprochen, die Ausbau der New Development Bank. Das ist ja im Prinzip so das Gegenstück zum Internationalen Währungsfonds, zur Weltbank, was die BRICS gegründet haben. Die soll komplett zur Hausbank des globalen Südens werden. Dass sich die gar nicht mehr an den IWF wenden, sondern direkt an den New Development Bank. Dort also auch Finanzierung der Infrastrukturmaßnahmen in Lokalwährung. Damit fällt das Währungsrisiko von vielen Ländern weg. Und sie soll als Abwicklungsstelle, als Clearingstelle für grenzüberschreitende Zahlungen hier dienen. Dazu wurde noch eine New Investment Platform ins Leben gerufen, damit Investments in Lokalwährungen möglich sind ohne Dollarnotwendigkeit. Das heißt also, wenn jemand aus Brasilien in Indien investieren möchte, dass die nicht mehr über den Dollar gehen müssen, sondern dass die das direkt über eine Plattform dann ein Investment machen können. Genauso auch einen BRICS Interbank Cooperation Mechanism. Da geht es um die Zusammenarbeit im Bereich der Entwicklungsfinanzierung, dass die noch gestärkt wird, dass die Zentralbanken da miteinander zusammenarbeiten, der einzelnen Länder. Und dann haben wir noch eine BRICS Payment Task Force wurde ins Leben gerufen. Da geht es auch um die Verbesserung der Koordination von den Zahlungssystemen der BRICS-Staaten. Und da war noch mal eine ganz wichtige Botschaft mit dabei, und zwar: The waiting for permissions from Washington and Brussels is over. Das heißt also, wir warten jetzt nicht mehr auf die Genehmigung aus Washington, der USA oder Brüssel, der EU, um irgendwas umzusetzen. Spannend. Mich würde mal interessieren, wie du die Auswirkungen generell auf die Welt dadurch siehst und auch gerade so der Bereich Geopolitik. Ja, heute wichtiger denn je. Wir sehen erste Kriege, die auch vielleicht noch weitergehen. Israel- und Iran-Konflikt haben wir gesehen, der war auch relativ schnell wieder vorbei, aber es gibt auch viele Stimmen, die sagen, das ist noch lange nicht vom Tisch. Da passiert ja einiges. Also auch so, wie ist der Zusammenhalt geopolitisch unter BRICS? Finde ich auch unter dem Kontext sehr spannend. Wie ist da dein Eindruck und was sind die Auswirkungen auf die Welt? Ja. Also Geopolitik, da geht es immer mehr ums Thema mehr Kooperation, was die BRICS-Staaten haben wollen, und weniger Konfrontation. Und es wird dann abhängig von den Akteuren sein, die dann in den einzelnen Konflikten mit dabei sind, ob die vom Mindset her eher in dieser Kooperation oder in dem Konfrontationsdenken sind. Was auf alle Fälle hier dann kommt, dass die Multipolarität jetzt Realität wird. Also der Westen wird dann nur noch ein Pol unter mehreren sein, auch wenn es um das Thema Konflikte geht. Und wir werden einen schrittweisen Abstieg der Dominanz sehen von den USA und der EU. Also die müssen sich anpassen oder sie riskieren einfach Isolation. Weil, wie wir vorhin gehört haben, wir können auch ohne euch. Und bei der Wirtschaft kann man sagen, der Dollar, der bleibt ja erstmal noch die Leitwährung. Er hat zwar einen riesen Anteil schon verloren bei den Devisenreserven von über 70%, 90ern gegenüber momentan bei ca. 55%, also Tendenz auch weiter sinkend. Aber genau da setzen auch die BRICS entsprechend an. Mit der New Development Bank, die wir gerade gehört haben, die dann immer mehr Kredite in Lokalwährung vergibt, um die Dollarabhängigkeit zu verringern. Und auch das BRICS Payment Netzwerk für die grenzüberschreitenden Echtzeitzahlungen als Parallelgleis eben zu SWIFT. Und hier kommt es dann zu einer Spaltung des Finanzsystems und natürlich auch auf eine mögliche Teilung der Finanzsysteme. Aber natürlich auch für die Investoren neue Wachstumsmärkte. Und natürlich, um diese Dinge zu verhindern, kann es sein, dass weitere Konflikte international angestoßen werden sollen. Gut, wir haben viele spannende Dinge uns gemeinsam jetzt angeschaut. Jetzt auch so, vielleicht kommen wir jetzt auch so zu dem Einzelnen. Was kann man jetzt tun? Was bedeutet es für mich? Und wie kann ich mich auf diesen Game-Changer-Moment, wo wir uns ja eigentlich befinden, auch wenn die meisten das überhaupt nicht mitbekommen, heißt es ja nicht, dass es nicht der Fall ist. Das heißt also, was bedeutet das für den Einzelnen? Ja, das erste ist natürlich schon mal, dass man global diversifiziert, auch dann Emerging Markets Anlagen prüfen, die vielleicht derzeit noch gar nicht in der eigenen Vermögensanlage vertreten sind, auch vor allen Dingen dann in den BRICS-Ländern, oder BRICS-Plus-Ländern, die dann natürlich verstärktes Wachstum in Zukunft haben werden und sich dann eben nicht nur auf die EU oder auf die USA verlassen, die hier in eindeutige Schwierigkeiten kommen, auch zum Thema Rohstofflieferungen und dann natürlich auch Probleme in Eigenwirtschaften bekommen. Dann auch die Währungen beobachten, Dollar, Euro, Yuan, Reis, Rupie, dort zu sehen,
wie dort Verschiebungen stattfinden. Dann natürlich auch Plan B bereithalten, Finanzreserven mal alternativ anschauen, auch alternative Zahlungswege, dass man nutzen kann und nicht mehr nur auf das eigene Land fokussiert ist, sondern wirklich das auch internationalisiert, um hier ja Handlungsfähigkeit für sich zu behalten. Genauso auch natürlich die neuen Spielregeln dann fürs Vermögen beachten, dass ja, wenn wir hier 2 Finanzsysteme haben, dann haben wir natürlich verschiedene Spielregeln zukünftig. Und das muss ich schon mal jetzt beachten, also im Vorfeld mich darauf vorbereiten. Und dann natürlich auch von dessen, wie du es ja auch schon gesagt hast, das ist momentan noch recht wenig mitbekommen, dass sich jeder Informationsvorsprung sichert und dass man hier eben geopolitische Trends verfolgt, wie jetzt auch über heute das Interview eben auch haben. Wir sind ja auch noch zu diesem Thema live, und zwar am kommenden Dienstag, den 29. Juli um 19 Uhr, wir diese Themen auch nochmal intensiver zusammen beleuchten, beziehungsweise du, und auch viel ausführlicher und vielleicht auch noch mit den einen oder anderen sehr, sehr wichtigen und relevanten Ergänzungen, die wir jetzt vielleicht gar nicht so direkt durchgehen können. Ja, was können die Teilnehmer von diesem Intensiv-BRICS-Training erwarten? Ja, also wir schauen natürlich an, wie die BRICS dann konkret die neue Weltordnung gestalten, wie das dann aussieht. Dann auch ganz spannend, wo wir heute noch gar nicht darüber gesprochen haben, welches wichtige Rohstoffland sich eben nun überraschenderweise den BRICS zuwendet. Und das haben viele noch gar nicht auf der BRICS-Landkarte überhaupt gehabt bisher. Dann genau schauen wir uns die neuen Spielregeln an fürs Vermögen und wie das jeder für sich nutzen kann, dann für seine Investitionen. Auch wie China die Führung im Währungswandel dann mit dem goldgedeckten Yuan übernimmt und dahingehend ja das Thema die BRICS goldgedeckte Währung, was gibt es da auch für spannende Neuigkeiten und was die Veränderungen genau für das Vermögen des Einzelnen bedeuten und wie er jeweils sich dann die jeweilige veränderte Situation für sich nutzen kann. Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Ich freue mich drauf, was du wieder für uns ausgegraben hast, weil in der Tat, also ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr, also habe ich auch selber viel mehr in der Berichterstattung mitbekommen, also auch noch im Mainstream, was auch meines Erachtens nach noch mehr, jetzt doch insgesamt ziemlich wenig gewesen, und auch in der alternativen Presse. Deswegen umso wertvoller, dass wir darauf hinweisen, denn da brauen sich große Dinge zusammen. Jürgen, vielen herzlichen Dank für dieses wie immer sehr spannende Interview. Ich freue mich auf Dienstag und ja, bis bald. Ich auch. Bis bald.